einem weiteren Update hier aus der Brickworld. Heute arbeiten wir mal an einem ganz anderen Ort weiter, nachdem wir sehr lange hier vorne im Bereich des Flusses gearbeitet haben, gehen wir heute in diese Richtung und zwar vorne an der Kante zwischen dem U-Bahn-Eingang und der gebogenen Straße ist hier noch eine Lücke. Dort werden wir uns heute darum kümmern, in dem Bereich des Fußgängerweges, da kommt noch was Neues hinzu. Habt es wahrscheinlich schon im Vorschaubild gesehen, aber da möchte ich heute weitermachen, einfach mal was Neues wieder bauen, natürlich auch beleuchten und ansonsten würde ich sagen, bleibt gerne dabei, mich würde es freuen und wie immer, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bin gespannt und freue mich über jeden Kommentar von euch. Der Tag ist gekommen und wir haben beim Thema Lückenschließen diesen Punkt hier erreicht, der wirklich ein kleines, in Anführungsstrichen, Problem darstellen wird, denn ihr wisst ja, wir haben hier die einspurige Streckenführung hier nach vorne, von der Brücke kommt hier die Straße entlang, kommen dann darüber, weil wir hier noch unsere Haltestelle haben. Das hier wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit nochmal komplett umgebaut und dann geht das Ganze hier herum und die andere Streckenführung geht nach hinten rein. Theoretisch ist es eine Rundstrecke, deshalb teilt sich das hier, während es sich hier nicht mehr teilt, aber das haben wir alle schon mal besprochen. Ich habe jetzt mal das hier grob ausgelegt, sodass wir da rüberkommen. Da ist noch eine ganz kleine Lücke, da brauche ich noch ein anderes Element von Trix Bricks, das habe ich gerade nicht da, aber das ist ja auch nicht das Problem gerade. Das größere Problem ist, wie schaffen wir es, dass wir hier vorne müssen wir die Straße hier weiterführen mit eben Asphalt und hier hinten haben wir dann Kopfsteinpflaster, was wahrscheinlich vielleicht einfacher ist, weil wir da ein bisschen mehr tricksen können mit den Elementen, aber es ist auf jeden Fall einiges zu tun. Ich denke nicht, dass wir das ganze Problem hier heute lösen können. Wir müssen noch schauen, was wir hier vorne noch machen. Wir haben hier ja relativ viel Bordstein noch übrig, da können wir noch irgendwas Schickes hier reinstellen, ich weiß noch nicht was, vielleicht so einen kleinen Kiosk noch mit Zeitungen etc. könnte sich hier vorne ganz gut anbieten, vielleicht kümmern wir uns auch erstmal darum. Mal schauen, was sich heute so anbietet, ich bin gespannt, auf jeden Fall werden wir heute weiterhin Lücken schließen, das große Thema hier im August. Hier bekommt ihr jetzt mal so ein bisschen einen Blick in das, was ich gerade so plane in meinem Schaffungsprozess. Die Idee ist ja, dass ich hier so ein kleines Gebäude haben will, um die Fläche hier zu nutzen, aber auch wirklich nur so hoch. Es soll so eine kleine Art, ja in Anführungsstrichen, Bude sein, einfach um ein bisschen diesen Promenadenverlauf, den wir hier schon angefangen haben, weiterzuführen. Die Idee ist, dass ich jetzt hier ein bisschen was anderes baue als da drüben. Da haben wir ja eher weiß genutzt, jetzt möchte ich hier eher so ein bisschen grau-weiß-Töne gehen. Und meine Idee ist, dass ich das hier in der Mitte nochmal teile. Hier kommt so ein kleiner Kiosk rein, deshalb ist hier auch eine Tür, wo man reingehen kann. Und hier ist dann der Kiosk drin, ganz klein, mit ein paar Zeitschriften etc. Und hier irgendeine Bude mit was zu essen. Da soll hier vorne noch ein Stand reinkommen. Hier hinten kommt wahrscheinlich die Tür noch rein. Und hier wird es dann überdacht sein, dass hier ein paar Tische stehen oder so, und Stehtische, dass die Leute hier ein bisschen essen können. Hier wird nochmal so das Beet weitergeführt von hier drüben. Und hier möchte ich noch irgendwas reinmachen, damit es hier ein bisschen hübscher ist, damit man hier nicht so an der Straße steht, irgendwas hochziehen mit Pflanzen etc. Und dann wird es alles noch gefliest etc. beleuchtet natürlich. Und dann hätten wir hier den Übergang, glaube ich, ganz gut gelöst. Man muss sich ja vorstellen, das hier ist ja nicht wirklich so schmal. Das ist ja ein Querschnitt, hier geht es ja noch weiter. Und das hier werden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen umbauen. Zum Beispiel diesen Eisstand mache ich wahrscheinlich noch mal weg. Einfach um den Übergang hier noch ein bisschen hübscher zu machen. Aber ich glaube, dass das dann eine ganz schöne Geschichte ist. Vor allem, weil wir uns hier dann zu einem Punkt begeben, wo wir hier einen komplett durchgehenden Weg nach hinten haben und das ganz im Thema Lücken schließen. Auch heute wird das Friends-Set hier vom Central Perk mal wieder ein bisschen ausgeschlachtet. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, da Central Perk in Anführungsstrichen so als kleinen Kaffeeladen nicht hier reinzubauen. Ich gehe mal mit euch hier rüber und dann seht ihr jetzt mal, es hat sich einiges getan. Die Beleuchtung ist auch schon hier drin. Und das Ganze ist jetzt so als kleiner Laden, eine kleine Bude hier entstanden. Ich habe auch diese Grüntöne, dieses dunkle Grün übernommen. Hier auch das bedruckte Fenster mit eingebaut und diese ganze Kaffeeanlage hier hinten reingebaut. Die passt praktischerweise ganz genau hier rein. Und jetzt habe ich mich entschieden, dass ich das hier zumauere. Dafür benutze ich dann auch gleichzeitig noch dieses Element, auf dem die ganzen möglichen Getränke draufstehen. Und dann haben wir nämlich hier einen geschützten Bereich, können hier noch ein paar Tische hinstellen, ein paar Stehtische. Hier ist ja der Tresen, wo das Ganze rauskommt. Beleuchtung kommt von unten, wie immer hier unten. Ich gehe mal mit euch runter. Seht ihr, hier unten kommt das Kabel, muss ich also noch mal ein bisschen schöner verlegen. Und die Wand hier mache ich doppelt, weil es mir nicht gefällt, dass man von hinten dieses schwarze Element sehen würde. Deshalb machen wir die Wand hier auf der Seite einfach doppelt. Hier drin muss noch gefliest werden, hier außen muss noch gefliest werden. Den Bücherladen hier drüben, den Kiosk, den mache ich ein anderes Mal, denn ich brauche relativ viel Zeit für das hier gerade alles und ich muss hier noch ein bisschen Grünzeug etc. einbauen. Deshalb denke ich, dass es reicht, wenn wir das im heutigen Update machen. Ich mache weiter und wir schauen es uns gleich nochmal an.
Hier sehen wir das Endergebnis für heute und ich muss sagen, ich bin doch ganz zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Wir haben natürlich jetzt nur die Hälfte von dem Gebäude geschafft, aber ich habe da wirklich sehr viel Mühe reingesteckt, sag ich mal, und mir viele Ideen darüber gemacht. Es sind neue Minifiguren hinzugekommen, 9 Stück. Es sollte jetzt gleich unten eingeblendet werden, wie der aktuelle Stand ist. Ich glaube, 363 Figuren stecken momentan hier in der Brickworld. Kommt langsam einiges zusammen. Es sind ein paar Figuren aus dem Set hier eben, aus dem Friends-Set, ein paar neue Figuren, auch die Figuren, die ich letztens im Lego-Laden mitgenommen habe. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie das Ganze hier wirkt. Ich glaube, es wird noch ein bisschen besser, wenn das hier dann auch fertig ist und auch die Straße dahinter. Aber wenn wir uns das jetzt mal hier so ein bisschen anschauen, in der Richtung bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich finde, es passt ganz gut hier auf diesen kleinen Boulevard und auch der Blick, der hier, wenn jetzt hier alles noch ein bisschen fertiger ist. Ich glaube, das ist ein schönes Bild dann, wenn alles fertig ist und sehr viel zu sagen bleibt mir eigentlich gar nicht mehr. Ich denke, dass wir in den nächsten Updates zum einen das hier fertig bauen werden. Dann möchte ich auch in absehbarer Zeit eigentlich endlich mal nach unten wandern, in den Untergrund. Das heißt, hier wollten wir ja noch einen Blick in die Kanalisation einbauen, dann unten drunter den ersten Stock der U-Bahn, wobei die U-Bahn selber natürlich erst 2 Stockwerke tiefer ist. Dann müssen wir dann mal noch ein neues Brett einziehen, dass wir auch die Verbindung haben zu dem anderen Eingang dort hinten. Denn das ist ja auch die einzige Möglichkeit für die Leute hier über die Straße sicher zu kommen. Aber das ist auch so geplant gewesen. Und dort unten werden dann ja noch einige Geschäfte sein. Das heißt, wir werden das übernehmen, teilweise, was wir angefangen haben vor, fast 2 Jahren im alten Design. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom heutigen Werk so haltet und auch von meinen Ideen für die nächsten Updates und so weiter. Was wir natürlich auch machen werden, ist, dass wir nochmal vorne am Fluss ein bisschen was weitermachen werden. Und natürlich in absehbarer Zeit muss auch das Thema Bahnhof wieder angegangen werden. Aber ich wollte jetzt einfach mal heute wieder ein bisschen Lücken schließen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, schreibt gerne einen Kommentar. Ich bin für alle Kommentare, Ideen etc. offen. Und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Selberbauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Und dann sage ich noch Tschüss.